Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Godzilla Sis. Heute vor genau 30 Jahren, am 9. Dezember 1995, erschien Godzilla vs. Destroyer in den japanischen Kinos. Und damit war jedem Kinobesucher klar, dass dies kein gewöhnlicher Kaiju-Äger werden wird. Es war das Ende eines Mythos, das finale Kapitel einer Ära. Mit diesem Film endete nicht nur die Godzilla Heisei-Reihe, die 1984 begann, sondern es sollte damit auch der Schlussstrich der japanischen Godzilla-Reihe gezogen werden. Nun, 3 Jahrzehnte später, wollen wir einen kurzen Blick auf dieses Meisterwerk des Kaiju-Äger werfen. Es wird keine Review oder Kaiju-Kunde werden. Bis wir dahin kommen, dauert es leider noch eine Weile. Es wird eher eine kleine Liebeserklärung zu diesem Film, weil er in der Tat etwas ganz Besonderes ist. 1995, nach über 40 Jahren, unzähligen Kämpfen und Veränderungen seiner selbst, stand Godzilla, der König der Monster, nun vor seinem eigenen Untergang. Für diesen Film gab es mehrere Planungskonzepte und hatte ein großes Ziel: das Ende der japanischen Godzilla-Reihe einläuten. Denn egal welcher Gegner geplant war oder wie die Geschichte des Films aussah, Godzillas Tod war unwiderruflich. Eigentlich sollte Godzilla bereits 1993 in Godzilla vs. Mechagodzilla sterben. So die Idee von Regisseur Takao Okawara. Allerdings lehnte es die Chefetage der Toho vorerst ab. Denn die Toho war dabei, mit Hollywood einen Deal einzufädeln. Die amerikanischen Filmstudios waren interessiert, einen Godzilla-Film auf Hollywood-Niveau zu produzieren. Das Ende der japanischen Godzilla-Reihe war also nur eine Frage der Zeit. Wenn die japanische Godzilla-Reihe eingestellt ist, wollte sich Hollywood an dem König der Monster eine goldene Nase verdienen. Doch wie wir alle wissen, wurde daraus leider überhaupt nichts. Aber das ist ebenfalls für später angedacht. Doch ganz verabschieden wollte man sich dann vorerst doch nicht vom König der Monster. Denn dieser bekam 1993 in Godzilla vs. Mechagodzilla Nachwuchs an seine Seite gestellt. Im Film wurde der kleine Godzilla immer Baby genannt und er wird in Godzilla vs. Destroyer eine wichtige Rolle einnehmen. Doch so weit ist es noch nicht. Man wartete ab, welche Signale aus Amerika kamen und produzierte den Nachfolger Godzilla vs. Space Godzilla 1994 mit einem gewaltigen Budget. Nach dem unerwartet schwachen Einspielergebnis von Godzilla vs. Space Godzilla, Gameras plötzlicher bombastischer Wiedergeburt Anfang 1995 und ihm eingeplanten Hollywood-Film war es dann doch soweit. Godzillas Ende war gekommen. Und nach einer langen Planungsphase kreierten die Toho Studios dieses Schwergewicht im Kaiju-Äger. Godzilla gegen Destroyer vereint alles, was ein guter Kaiju-Film braucht. Eine interessante Geschichte, gute Charaktere, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler sowie großartig umgesetzte Kaiju. All das vereint dieser Film. Noch dazu zeigt er etwas, was in der frühen Phase der Heisei-Ära deutlicher zu sehen war als danach, nämlich Horror. Der Film hat eine düstere Atmosphäre und gerade wenn die kleinen Destroyers auftauchen, erzeugt Regisseur Okawara eine gruselige Stimmung. Auch die Kämpfe der Kaiju sind wirklich brutal und gespart am Blut wird auch nicht. Das alles lässt den Film sehr erwachsen wirken und hebt ihn auch von den an Science-Fiction und Fantasy angelegten Filmen seit Godzilla vs. King Ghidorah ab. Komponist Akira Ifukube legte noch einmal sehr viel Kreativität und Kraft in dieses Werk und kreierte wieder mal fantastische Musik. Sein großartiges Godzilla-Thema ist wunderbar. Destroyer bekam eine starke, aggressive Untermalung. Und auch altbekannte Themen wie der Mesa-Marsch sind zu hören, sowie Anspielungen auf den ersten Godzilla von 1954.ご自分の発明が兵器として使われれば原爆以上のものになるとおっしゃってました。
Das traurige Highlight des Films ist jedoch das Requiem zu Godzillas Tod. Dass man es mit diesem Film mehr als ernst nahm, symbolisiert auch die offizielle Beerdigung Godzillas mit seinen Fans kurz nach der Premiere. Es war kein Mediengag und zeigt mehr als deutlich, dass hier ein Schlussstrich gezogen werden sollte. Regisseur Takao Kawara, der bereits Godzilla vs. Mothra und Godzilla vs. Mechagodzilla inszenierte, führte auch hier wieder die Regie und er hatte das richtige Händchen für die Auswahl der Schauspielerinnen und Schauspieler. Jeder Protagonist kann seinen Charakter Glaubwürdigkeit verleihen. Für Schauspielerin Megumi Odaka ist dieses Werk ihr bisher letzter Auftritt als Charakter der Miki Segusa. Miki ist im gesamten Kaiju-Eiga-Genre eine außergewöhnliche Rolle. Denn sie kann durch ihre telepathischen Begabungen mit Godzilla und dessen Nachwuchs kommunizieren. Odaka spielte diesen Charakter seit Godzilla vs. Biollante und trat fortführend in 6 Filmen auf. Seit einigen Jahren ist Schauspielerin Odaka sehr aktiv für ihre Fans da und hat sogar kleine Filmauftritte. 2022 erschien am 3. November zum Godzilla-Tag in Japan ein interessanter Kurzfilm. Godzilla Junior, also Godzillas Nachwuchs aus der Heisei-Ära, trat gegen eine gewaltige Armee von Gigants an. Im Intro hören wir kurz Megumi Odaka aus dem Off als Miki Segusa sprechen. Hoffen wir, dass sie wieder einen Weg ins Kaiju-Genre bekommt. Mit dem Film Hoshi von 2023, der durch Crowdfunding finanziert ist, wurde zumindest ein Anfang gesetzt. Neben Odaka treten auch hier noch andere Veteranen der Heisei-Ära auf. Allgemein findet mit diesem Film so vieles einen Abschluss. Man schaffte es tatsächlich, Momoko Kochi wieder ins Boot zu holen. Sie wiederholt ja ihre Rolle der Miko Yamane vom ersten Godzilla 1954. Ein toller Fanservice und obendrein passt es sehr gut zur Geschichte. Interessant wäre es gewesen, Akira Takarada als Okata an Mikos Seite nochmal zu sehen. Jedoch gaben beide nach der Premiere von Destroyer ihr letztes gemeinsames Interview. Momoko Kochi verstarb 3 Jahre später im Jahr 1998. Auch für Produzent Tomoyuki Tanaka, dem wir Fans hunderte Stunden wunderbarer Unterhaltung zu verdanken haben, war dies sein letzter Film. Er produzierte jeden Toho Kaiju Eiga seit 1954. Tanaka ist auch dafür verantwortlich, dass dieser Film ein offenes Ende hat. Als sich entschieden wurde, Godzilla sterben zu lassen, musste er sein Einverständnis dafür geben. Schweren Herzens tat er das auch und sagte aber dazu: „Ich gebe mein Okay, aber unter einer Bedingung. Die Geschichte darf hier nicht wirklich enden." Im ersten Film wurde gesagt, dass irgendwo ein anderer Godzilla auf der Welt auftauchen könnte. Das ist die Aufgabe eines Produzenten, die Tür offen lassen, damit sich Dinge entfalten können. Er verstarb 2 Jahre später im Jahr 1997. In seine Fußstapfen trat dann Shogo Tomiyama, der bereits in der Heisei-Ära Filme mitproduzierte, aber später in der Millennium-Ära auf eigenen Füßen stand. Komponist Akira Ifukube muss auch nochmal erwähnt werden, denn auch er war seit dem ersten Godzilla 1954 dabei und bereitete uns Fans tolle Momente, in denen seine epischen Werke zu hören waren. Er besuchte, nachdem er mit der Musik zu diesem Film fertig war, Produzent Tanaka, der bereits sehr krank war und mit seinem Ableben rechnete. Ifukube spielte ihm die Musik zu Godzillas Tod vor und beiden gestandenen Männern kamen die Tränen. Akira Ifukube verstarb als letzter Vater Godzillas neben Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya und Tomoyuki Tanaka im Jahr 2006. Mit Godzillas Tod endete auch die Karriere von Kenpachiro Satsuma. Der Mann, der seit Beginn der Heisei-Ära 1984 in dem Godzilla-Anzug steckte und dem König der Monster Leben verlieh. Es ist eine hohe Kunst, Godzilla glaubwürdig zu verkörpern. Satsuma hat dies mehr als gekonnt umgesetzt. Leider verstarb er im Dezember 2023. Auch für Kazuki Omori war Godzilla vs. Destroyer das letzte Projekt im Kaiju Eiga. Er führte bei den Heisei-Filmen Godzilla vs. Biollante und Godzilla vs. King Ghidorah die Regie und schrieb das Skript für Godzilla vs. Mothra und eben auch für Godzilla vs. Destroyer. Dass seine Geschichte so gekonnt den Übergang vom ersten Godzilla 1954 bis 1995 schlägt, ist ein Beweis für seine kreative Schaffenskraft. Der Kreis der Godzilla-Reihe hatte sich somit geschlossen. Omori verstarb im November 2022.
Damit ist Takao Kawara der älteste noch lebende Regisseur eines Godzilla-Films. Hoffen wir, dass er noch viele Jahre sich bester Gesundheit erfreuen kann. Selbstverständlich müssen auch die tollen Spezialeffekte rund um das Team von Koichi Kawakita erwähnt werden. Kawakita ist ja für seine Schudereien bekannt, die auch hier ab und zu sehen sind. Meiner Meinung nach ist das nicht seiner Unfähigkeit geschuldet, sondern Zeitdruck und dem Budget. Hätte man den Teams bei den Dreharbeiten mehr Zeit gegeben, Leute, ich will nicht wissen, wie gut diese Filme dann noch geworden wären. Nach meinem Verständnis ist Kawakita einer der ganz Großen des Kaiju-Eiga und hat das beste Godzilla-Design entworfen, was es bis heute gibt. An den Heisei Godzilla kommt nichts heran. Und der Burning Godzilla Anzug ist eine Augenweide unter den Kaiju. Er ist eines der imposantesten Ikonen des Kaiju-Kinos geworden. Und Destroyer kann man wahrlich als den Teufel des Kaiju-Eiga bezeichnen. Ein brutaler Koloss, entstanden durch die Zündung des Oxygenzerstörers 1954, der keine Gnade kennt. Spezialeffekte-Regisseur Koichi Kawakita verstarb an seinem 72. Geburtstag am 5. Dezember 2014. Auch seine Kunst wird unvergessen bleiben. Godzilla gegen Destroyer ist zwar eine Glanzleistung, aber ich hätte es toll gefunden, wäre die Reihe nach Space Godzilla normal weitergegangen. Ein Aspekt, der häufig genannt wird, ist, dass den Machern die Ideen ausgingen. Wäre man von dem Vorhaben abgekommen, jedes Jahr einen neuen Godzilla-Film herauszubringen, dann hätte man sich die Zeit nehmen können, neue Vorschläge auszuarbeiten. Denn hier wird hervorragend gezeigt, welche kreativen Möglichkeiten die Toho hat. Wie schon erwähnt, befinden sich die Kostüme und die Kulissen auf einem hohen Niveau und verfeinert werden diese sogar mit guten CGI-Shots. Mit diesem Werk endete die Heisei-Ära Godzillas, die sich durch eine durchgehende Storyline sowie eine ernstere Atmosphäre und modernere Spezialeffekte auszeichnet. Toho gelang es Godzilla im Gegensatz zu der Showa-Ära neu zu positionieren und der Heisei-Variante ihren eigenen Stempel zu verpassen. Nach Godzilla gegen Destroyer ging es im Kaiju-Eiga-Genre trotzdem bunt und vielfältig weiter. Doch irgendetwas fehlte. Der japanische Godzilla war Geschichte und keiner ging von einer baldigen Fortsetzung der Reihe aus. Gamera bekam, wie schon erwähnt, von 1995 bis 1999 eine unglaublich gute Trilogie von Regisseur Shozuke Kaneko und Spezialeffekte-Regisseur Shinichi Higuchi verpasst und ist wirklich großes Kino. Toho produzierte im selben Zeitraum eine Trilogie rund um Mothra, doch diese ging leider nicht die innovativen Wege wie Gamera. Als dann 1998 der Grund für das Ende der Godzilla-Heisei-Ära in die Kinos kam, war die Enttäuschung weltweit über Hollywoods ersten Godzilla-Versuch mehr als groß. Hätte der Film das gezeigt, was ursprünglich als Konzeptideen gedacht war, so würde man ganz anders darüber reden. Selbst Dan Winston war bei der Produktion zum Hollywood-Godzilla anfangs involviert. Ich frage mich, wie die Verantwortlichen eine beinahe 180-Grad-Wende vollzogen haben und die letztliche finale Version des Films produzieren konnten. Dadurch, dass Godzilla 1998 zwar nicht finanziell floppte, aber bei Kritikern und Fans komplett durchfiel, entschied sich Toho, ihren Godzilla erneut aufleben zu lassen. 1999 begann mit Godzilla 2000 Millennium, die Millennium-Ära, und ging bis 2004 zu Godzillas 50. Geburtstag. Seit 2014 existiert das spektakuläre Monsterverse und seit 2016 die fantastische japanische Reiwa-Ära Godzillas. Was bleibt also von Godzilla gegen Destroyer und wie kann man ihn in das Genre einordnen? Der Film sollte als der große Finisher gelten, mit dem der König der Monster ehrwürdig zu Grabe getragen wurde. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Der Tod von Leitfiguren in Genrefilmen kommt hin und wieder vor. Godzilla wurde zwar im Laufe seiner 70-jährigen Geschichte etliche Male besiegt, doch gestorben ist er nur zweimal, einmal 1954 und das letzte Mal 1995. Vergleicht man die Enden der Showa- und Millennium-Ära, so wirkt es hier sehr ehrfürchtig und respektvoll gegenüber dem Legendenstatus, den Godzilla besitzt. Dieses Meisterwerk ist ein Paradebeispiel, wie gutes Kaiju-Kino wirklich funktioniert, obwohl er auch natürlich hier und da seine Schwächen hat. Der Film wurde schnell ein Fanliebling und zählt zu den emotionalsten Beiträgen des Genres. Ich kam erst im Frühjahr 2003 in den Genuss, diesen Film auf einem privaten Fernsehsender zu sehen. Als Godzilla-Fan brauchte man Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre viel Geduld,
was die Veröffentlichung noch unveröffentlichter Filme aus Japan anging. Mein erster Godzilla-Film war The Return of Godzilla von 1984, also der erste Teil der Heisei-Ära. Für mich symbolisiert und repräsentiert noch immer das Design der Heisei-Reihe das Godzilla-Franchise schlechthin. Als dann im Frühjahr 2003 die letzten 3 Teile der Reihe mit Mechagodzilla 2, Space Godzilla und Destroyer gezeigt wurden, war ich sehr froh darüber, diese Perlen endlich gesehen zu haben. Und für mich, Leute, zählt der 22. Godzilla-Film zu meinen Top 10 von Kaiju-Filmen. Dieses Werk ist in der Tat ein Denkmal. Mich würde gerne eure Meinung dazu interessieren. Wie würdet ihr Godzilla gegen Destroyer einordnen? Zum Schluss wollen wir diesem Meisterwerk die Ehre erweisen und das Video mit dem tollen originalen Abspann mit Akira Ifukubes bombastischer Musik ausklingen lassen. Es war Frankenstein.